Schönen Morgen in die Welt hinein, wo immer Sie auch sind. Wir haben Gäste aus Stockholm und Oxford, aber in vielen deutschen Städten ebenfalls. Herzlich willkommen zu unserem Online-Webinar zu Deutschland 2030 rauchfrei. Wir schaffen das, nur wie? Ich habe mich natürlich bedient dieses denkwürdigen historischen Satzes von Angela Merkel. Wir schaffen das. Ich bin sicher, wir schaffen das. Nur wir müssen eben tatsächlich überlegen, wie das geschehen kann. Und wir wollen gucken, wie wir tatsächlich 2030 rauchfrei werden können, wenn wir das denn schaffen wollen. Nur mit evidenzbasierter Politik und Praxis. Das wäre meine Eingangsthese für heute. Und tatsächlich gibt es aber von dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und vielen anderen Organisationen bereits eine Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040. Warum kommen wir also jetzt plötzlich um die Ecke mit einer Strategie für 2030? Die ist natürlich sehr provokativ gemeint, 2030 rauchfrei zu werden. Und wenn Sie es mal sehen, wie es gemeint ist, 2040 konsumieren weniger als 5% der Erwachsenen und weniger als 2% der Jugendlichen in Deutschland Tabakprodukte, E-Zigaretten oder andere verwandte Erzeugnisse. Insbesondere wenn diese das suchterzeugende Nikotin enthalten. Und Sie sehen hier die vielen Organisationen, die diese Strategie unterstützen. Die unterstütze ich natürlich auch, aber tatsächlich die Frage, wie wird das gemacht? Dazu hat diese Strategie 10 Punkte aufgestellt, wie ein tabakfreies Deutschland erreicht werden kann 2040. Und das ist sehr ambitioniert. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, sind diese 10 Punkte ausreichend oder sollte es noch andere Strategien, etwa schadensminimierende Strategien geben, die sozusagen flankierend uns in dem gesamten Ziel, in dem wir uns einig sind, unterstützen können und hier für mehr Dynamik sorgen können. Und das ist im Grunde genommen die Ausrichtung und das Ziel dieser Veranstaltung, dass wir uns darüber Gedanken machen, ob flankierende Strategien wie Schadensminimierung eine große Rolle spielen könnten und ob das ein 11. Punkt sein könnte. Es scheint ja so zu sein, das ist zumindest die medizinische Evidenz dazu, dass es insbesondere der Verbrennungsprozess ist, der zu erheblichen Gesundheitsschäden führt. Und da das aber alles Verbrennungsprodukte waren, macht das in gewisser Hinsicht Sinn, hier nicht nach unterschiedlichen gesundheitlichen Folgen zu differenzieren. Jetzt haben wir allerdings mit den neuen Tabakprodukten, nämlich mit den Tabakerhitzern und den E-Zigaretten, Produkte, die nicht auf Verbrennung, sondern im Wesentlichen auf Erhitzen oder auf Verdampfen basieren. Und es gibt ja in der Tat, auch wenn die Evidenz noch vorläufig ist, Evidenz dazu, dass beide Formen weniger gesundheitsschädlich sind als herkömmliche Tabakprodukte wie Zigaretten. Sodass man eigentlich, das jetzt sagen wir mal etwas vereinfacht so sagen kann, dass herkömmliche Tabakprodukte am schädlichsten sind, E-Zigaretten gesundheitlich damit verglichen am wenigsten schädlich und die Tabakerhitzer irgendwo dazwischen liegen. Insofern war das auch eine steuerliche Unsystematik, dass man die Tabakerhitzer, dass man die steuerlich so behandelt hat wie Pfeifentabak. Ich hatte das ja bereits angemerkt. Da ist man einfach hingegangen, weil man bisher keine eigene Kategorie für Tabakerhitzer hatte, hat man die so quickfix-mäßig eben wie Pfeifentabak besteuert. Jetzt sollen Tabakerhitzer oder diese Sticks genauso besteuert werden wie Zigaretten und auch E-Zigaretten, also die Liquids, sollen mithilfe einer modernisierten Tabaksteuer, der Verbrauchsbesteuerung unterworfen werden.
Wenn man das jetzt aus steuerlicher Perspektive sieht, dann würde man sagen, man sollte jetzt, nachdem wir Produkte haben, die sich in ihren gesundheitlichen Folgen unterscheiden, sollte man hingehen und entsprechend bei den Steuern auch nach gesundheitlichen Größen differenzieren. Das würde also eher dafür sprechen, Tabakerhitzer nicht gleich zu behandeln wie Zigaretten. Und das würde auch dafür sprechen, E-Zigaretten verbrauchssteuerlich schwächer zu besteuern als herkömmliche Tabakprodukte. Insgesamt sollte man also sowohl für die Regulierung als auch für die Besteuerung von herkömmlichen Rauchwaren und alternativen Dampfprodukten darauf achten, dass Konsumenten nicht der Anreiz genommen wird, von den schädlichsten zu den weniger schädlichen Alternativen umzusteigen. Ein guter regulatorischer Rahmen durch Steuern, der sieht einfach dadurch aus, dass man den Wechsel von herkömmlichen verbrennbaren Tabakwaren zu risikoärmeren Produkten, dass man den eher begünstigt als vermeidet. Natürlich ist es schön, wenn alle nicht rauchen, aber das Problem ist eher, dass die Leute trotzdem rauchen, nämlich in der Schattenwirtschaft. Und vor dem Hintergrund dieses Problems sollte man vielleicht diese Form von Substitution fördern. Man sollte insbesondere dann darauf achten, dass natürlich die Qualität der alternativen Rauchprodukte, dass sie gewissen Standards genügt. But first of all, I would like to say that the tobacco and nicotine field is an ideal area for harm reduction. Why so? Because, as we all know, smoking is very harmful. We do not need to talk about that. We also know that tobacco is largely used because of nicotine. There is a dependence that is also well accepted that we don't need to talk about. What is less known, that is that pure nicotine and even unburned tobacco, like in smokeless tobacco, is actually not a big part of the problem, the health consequences. So what has the tobacco habits been in Sweden? If we look at the last 100 years on the left panel here, we see that in the beginning of the 20th century, cigarettes was not very much in mode and fashion. It was snus that was the dominating tobacco product. And I'm sure maybe snus must have been used in Germany also 100 years ago. But the two wars were very good vectors for cigarettes to be spread. So we can see here, cigarettes was coming up and snus was going down. However, during the 60s and 70s, it became known that cigarette smoking was very harmful. At that time, there was a monopoly in Sweden, and the tobacco company started to advertise for snus being a less harmful product. So around from 1970 and onwards, snus was increasing, and as we can see, cigarette use was decreasing. So today we have much more tobacco used for snus than for cigarette smoking. And this is the most important slide I have. And here we see the European Union member states, but not Sweden. We see the country with the maximal harm, the medium, and the country with the least harm, but Sweden is not part of here. Sweden is in this column by itself. So if we look at men and look at lung cancer, the standardized mortality is 220 out of 100,000 in the European Union. The highest country has 399, and lowest one 91, but Sweden is lower than that. If we go to other cancers, we see the same, that Sweden is higher with lower than the second lowest. All cardiovascular disease, the average in the European Union is 170, while in Sweden there is only 70.
and all causes 222, which is much lower than the second lowest, 378, and of course even more lower than the 550 for the average or median EU value. So Sweden is very low when it comes to tobacco attributable harm or actually mortality. However, that does not apply for the women. Lung cancer 61, which is higher than the median of European Union, the same for the other cancers, for cardiovascular disease, and all causes. Snus use has been confined largely to men. The women are gradually, little by little, taking up snus, but it has not been a habit that has for long been used by the women. So this is the proof, I would say, that the tobacco habits with little smoking and in a lot of snus, probably because the smoking has been able to go down because there is a communicating yaw effect. We are a group in Sweden, Snus Commission, that I belong to, and we have been looking into the tobacco, the deaths in the European Union and what they would be if the tobacco habits have been similar to the ones we have in Sweden. And in this slide, I have only listed Germany and UK. And among this age category, as we have here, and this, we are talking about men, only men, the actual deaths per year to tobacco attributable causes is 80,000. If the tobacco habits in Germany would have been the same as in Sweden, the death rate would have been 36,000. That is 44,000 less, which is huge and large. And were we to look at the whole European Union according to this WHO data, there is 560,000 men per year that dies as a result of tobacco harm, while it would be only 205,000 if the habits would been the same as in Sweden. So a gain of 355,000 per year. I think that no other factor or problem in public health could yield such a difference and result. So today we have a number of products and they can be positioned on harmful or similarity to cigarettes. I mean the behavior that goes with using these products and the harmfulness. And certainly the cigarette is the most harmful product. Then there are a number of other products, heat but not burn, e-cigarettes, snus, and nowadays also we have non-tobacco pouches that only contain nicotine and are in terms of formulation and ingredients very close to nicotine replacement products. The best is, of course, for a smoker to give up abruptly and not needing any help at all with any of these products. If the smoker cannot do that, the best would be to switch from cigarettes to a non-combustible product, snus, or the new non-tobacco oral pouches. However, if that is also too difficult, there is an easier and more gradual approach where a smoker can switch to this heat but not burn, to an e-cigarette, and then to a non-combustible product, and hopefully go out of using any nicotine at all. Weil die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig es sein kann, dass die Bevölkerung den Ärzten und Experten vertraut. Die Kampagne bundesdeutscher Ärzte und Experten gegen eigenständige Rauchstoppversuche, ob mit oder ohne E-Zigaretten, ist dazu geeignet, notwendiges Vertrauen zu zerstören. Dieselben Institutionen, die jahrzehntelang von der Tabakindustrie manipuliert wurden, das Deutsche Krebsforschungszentrum,
die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie, die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und andere, lassen sich heute von der Pharmaindustrie manipulieren. Und das ist jetzt ein sehr düsteres Ende. Heino Stöver mag es immer etwas konstruktiver und uplifting, more uplifting am Schluss. Und darum hier die Take-Home-Message für Raucher. Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen, fragen Sie besser nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Hören Sie einfach auf. So just to kind of sum up and go over all the evidence in its entirety and the implications of practice that have come out of our review. The evidence across all of those comparisons I've just talked about suggests that nicotine e-cigarettes can aid in smoking cessation. And there's moderate certainty of that for that comparison with nicotine replacement therapy and placebo electronic cigarette. The evidence is very low certainty, obviously, compared with behavioural support. But if we look at the evidence in its entirety, we're seeing this clear, consistent message that people are quitting more with electronic cigarettes. And really, as I've said, the thing that we're most interested in is that nicotine replacement therapy comparison, because we know from many, many, many years of research that nicotine replacement therapy is a effective treatment for smoking cessation. And our review of nicotine replacement therapy has high certainty evidence of that. So if we're finding moderate certainty evidence that e-cigarettes are more effective than nicotine replacement therapy, then we can be pretty confident that e-cigarettes will be more effective than behavioural support or no support. And it's kind of the low numbers of events and the kind of inherent issues with those studies that meaning we can't rate the evidence more highly. So something I haven't been able to present in this presentation, but something that we are looking at as evidence arises is the effect of using nicotine e-cigarette in combination with other types of pharmacotherapy. There was a study of adding e-cigarettes to nicotine replacement therapy. However, the evidence around that is unclear, and the same is for varenicline. So there's one study comparing with varenicline, but again, it was very unclear. It's only a conference abstract, and there were some inconsistencies on how the outcomes were reported. So we need more evidence on that. It's obviously worth mentioning that none of the included studies detected serious adverse events considered potentially relevant to the e-cigarette use. So that's really encouraging. But it is also worth mentioning that our studies only went up to a 2-year follow-up. So we don't have any evidence that goes beyond 2-year follow-up of e-cigarette use. And obviously that's something that's really important when looking in this area to see if there are any long-term health effects. And as I've already mentioned, the most commonly reported adverse events were throat and mouth irritation, headache, cough, nausea, and these all tended to dissipate over time. So the kind of things we see with other therapies like NRT for smoking cessation. And as I mentioned, we looked at those biomarkers of health, and so some studies did look at this. As I say, there were usually singular studies looking at each one, so it's very hard to draw conclusions at this point. But what we didn't see was any cases where they were there was harm. There seemed to be harm caused through those biomarkers, and in some cases we did see kind of encouraging findings about improvements in biomarkers when people switched from smoking to e-cigarette use. Professor Fagerström hatte ja bereits schon mal ein paar Punkte angerissen zum Thema, was ist Snus, was sind Nikotinpouches. Hier einmal vielleicht ein kurzer Einstieg nochmal dazu. Nikotinpouches sind weiße Beutel, die zum oralen Konsum geeignet sind, bestehen hauptsächlich aus Pflanzenfasern, Aromen und hinzugereichertem Nikotin. Der Unterschied zwischen den Nikotinpouches und dem Snus ist, dass sie keinen Tabak enthalten und deshalb eben halt auch nochmal eine gesündere Alternative bieten können. Erhältlich sind diese in verschiedenen Stärken und Geschmacksrichtungen. Also es geht eben halt von fruchtigen Geschmacken über Beeren, Minze oder ähnliches hin zu eben halt neutraleren Geschmacksrichtungen, auch in verschiedenen Stärken. Hier ist vielleicht der Hinweis gut, es gibt eben halt
bestimmte Initiativen, die auch aus der Industrie gestartet worden sind, den Nikotingehalt von Nikotin-Pouches zu reduzieren bzw. zu deckeln. Hierzu möchte ich mir aber natürlich kein Urteil erlauben. Ich bin letztendlich jemand, der als Aktivist eben halt Aufmerksamkeit für das Thema erlauben möchte. Und was richtige oder falsche Mengen dafür sind, das würde ich natürlich viel lieber der Wissenschaft überlassen. Der Konsum der Nikotin-Pouches findet im Wesentlichen so statt, dass diese unter der Oberlippe platziert werden und dort eben halt ca. 15 bis 60 Minuten konsumiert werden können und darüber der Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Anschließend werden diese entsorgt und dort gibt es eben halt auch, wie man auch eben hier links auf diesen ganzen Produkten sehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen können, aber hier gibt es eben halt einen kleinen Deckel, wo man diese auch anschließend entsorgen kann und dann diese eben halt in den Müll schmeißen kann. Können wir sehr gut sehen. Sehr gut. Für mich war es wichtig, die praktischen Vorteile im Alltag. Ich meine, das, was ja, glaube ich, viele Raucher auch kennen, ist das Thema, es hat immer irgendwo eine gewisse Unterbrechung, wenn ich eben halt eine Zigarette rauche, sei es bei der Arbeit oder sonst wo. Und häufig ist der auch damit verbunden, dass andere sich dadurch gestört fühlen durch eben halt den Qualm oder Ähnliches oder auch den Geruch. Und das ist eben halt mit Nikotin-Pouches nicht gegeben. Zusätzlich ist dieser halt überall nutzbar. Das reduziert eben halt auch die Pausen. Das heißt, auch wenn ich beispielsweise am Arbeitsplatz sitze, kann ich dies weiterhin konsumieren und habe dadurch eben halt eine geringere Auswirkung auf meine Arbeitsweise oder Ähnliches. Und natürlich eben halt ist das jetzt mehr die praktische Überleitung dazu, war für mich eben halt auch wichtig, eben hier nochmal hervorzuheben, auch die Hände bleiben frei. Ich meine, nicht, dass ich es selber getan habe, aber auch im privaten Umfeld gibt es ja doch den einen oder anderen, der beispielsweise Zigaretten geraucht hat beim Autofahren. Und ich glaube eben halt auch da gibt es gewisse Vorteile, die Nikotin-Pouches bieten. Warum setze ich mich für das Thema ein oder woher kommt das eigentlich? Für mich war eben halt das Wichtige, Nikotin-Pouches haben hatten für mich einen sehr positiven Effekt auf meine persönliche Gesundheit. Habe mich dann eben halt immer stärker in das Thema mit eingelesen und zumindest erste Indikationen dazu finden können, die eben halt das bestreiten, dass eben der Umstieg oder auch eben halt der Konsum von Nikotin-Pouches im Gegensatz zu Zigaretten eine stark senkende Wirkung auf die Gesundheit haben kann. Die Hauptgründe dafür sind aus meiner Sicht dann eben halt die fehlende Verbrennung des Tabaks. Es findet keine Inhalation statt. Und es bietet eben halt Menschen, die auch eben selbst Raucher waren, die Möglichkeit umzusteigen und eben halt andere Alternativen zu konsumieren. Ähnliche Erfahrungen hatte Herr Professor Fagerström ja bereits in seinem Vortrag mit angesprochen, sind eben halt der Umstieg von Rauchern eben halt auf Snus-Produkte und eben die damit verbundenen positiven Effekte auf die Gesundheitsökonomie und die Kosten, die damit verbunden sind für eine Gesellschaft. Und ein weiterer Punkt, der für mich fast vielleicht nicht ganz in die Hauptgründe, aber für mich eben halt ein relevanter auch ist, dass beispielsweise in Ländern wie in den USA die Genehmigung besteht, auch mit dem verminderten Risiko zu werben. Natürlich gibt es auch hier weiterhin ein Abhängigkeitspotenzial zu Nikotin, der weiter enthalten ist. Für mich war es damals eben so, dass ich gesagt habe, es ist weiterhin die Möglichkeit, Nikotin zu konsumieren, ohne die stärkeren gesundheitlichen Effekte, die eben halt der Genuss einer Zigarette mit sich bringen würden. In Deutschland ist es so, wir haben gerade, und deswegen war auch eben halt die jetzige Relevanz dieser Petition zu starten, das Thema, dass immer wieder einzelne Bundesländer und Städte Initiativen ergreifen, um Nikotin-Pouch oder den Verkauf von Nikotin-Pouches zu untersagen. Nikotin-Pouches sind in Deutschland nicht spezialgesetzlich geregelt. Das heißt, das Tabakrecht greift auch nicht. Insgesamt ist es so, dass Snus in Deutschland beziehungsweise in der EU außerhalb von Schweden verboten ist. Und aus meiner Sicht, aber das ist auch wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung, würde ich sagen, etwas, was eben deutlich weniger schadhaft ist und eben eine Alternative bietet und gerade auch irgendwie in Schweden sichtbar auch eine langjährige Alternative bieten kann, sollte nicht verboten werden. Behörden gehen gegen Nikotin-Pouches aus verschiedenen Gründen vor. Es wird derzeit als Lebensmittel eingestuft und dadurch, dass Nikotin kein zugelassener Zusatzstoff für Lebensmittel ist, kann diese dann eben halt nicht in lebensmittelnahen Geschäften vertrieben werden. Das führt eben unter anderem auch dazu, dass diese auch aus vielerlei Verkaufspunkten wieder verschwinden. Das waren zum einen Tankstellen, Supermärkte und Fachgeschäfte und verschwinden immer hier mehr von der Bildfläche.
hier ist eben halt meine erste Forderung oder meine erste Bitte ist eben halt, dass man irgendwo in die Richtung kommt, dass man die Schaffung einer klaren gesetzlichen Regelung findet, sodass eben halt das auch eine langfristige Alternative für die Konsumenten bleiben kann. Die EU-Kommission ruft in ihrem Krebsplan zum Umdenken auf, aber tatsächlich sieht sie dafür weder E-Dampf noch Tabakerhitzer oder Nikotinpouches als Mittel vor. Und auch der sogenannte, der schon angesprochene Share Report hat am 29.04. seine Untersuchung vorgelegt. Auch da gibt es keine Hinweise auf die Wirksamkeit von schadensminimierenden Strategien. Und das setzt sich dann fort. Auf EU-Ebene bin ich Mitglied in dieser Stakeholder Contact Group. Auch da letzten Monat, am 28.05., war die Harm Reduction Strategie eigentlich sehr negativ beurteilt worden, eben basierend auf den negativen Ergebnissen des Share Reports. Auch die Tabakkontrollpolitik der WHO steht in der Kritik. Es gibt eine sehr schöne Aktion von Clive Bates und anderen, die an den WHO-Direktor gerichtet worden ist, die Tabak- und Nikotinpolitik zu überdenken. Was hier lange jetzt drin steht, heißt eigentlich, dass die Harm Reduction Strategien integraler Bestandteil sind der Sustainable Development Goals Ziele. Und weil sie eben Krebs und kardiovaskuläre und respiratorische Störungen vermeiden, helfen. Sie sind keine Universallösung, um Gottes Willen, aber sie sind einfach hilfreich in der Bekämpfung dessen, was wir als die größten Schädigungen des Verbrennungsprozesses begreifen. 5 Punkte als Fazit. Tabakrauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Dem steht gegenüber eine große vermeidende Gesundheitsdiskussion zu diesem Thema. Nur am 31.05. jedes Jahr wachen scheinbar viele Geister auf und Medien und berichten darüber. Das liegt aber auch daran, dass wir aus Forschung und Wissenschaft oftmals nicht in der Lage sind, diese Themen ganzjährig zu bespielen. E-Zigaretten, Tabakerhitzer, Nikotinpouches sind für die Gesundheit wesentlich unschädlicher als Tabakzigaretten. Vermeidung von Dual Use, das wissen wir alle, aber besser als nichts. Vielleicht auch eine ketzerische These, aber tatsächlich weniger zu rauchen und Dinge zu ersetzen, sind nicht optimal, aber immerhin auf dem richtigen Weg. Der Ruf der E-Zigarette ist schlecht, sachliche Aufklärung tut dringend Not. Und am Ende, das ist das Fazit, oder das nehme ich mal als Fazit unserer Diskussion heute, die Diversifikation der Rauchentwöhnungsstrategien tut Not. Zum Schluss, wie geht es weiter? Wir machen Webinare in Österreich und der Schweiz, 11.11. in der Schweiz mit Philipp Bruckmann von ARUT, auch die 2. Konferenz dazu bereits. Die 4. Konferenz zu E-Zigaretten am 13.10. in Frankfurt, hoffentlich live und in persona. Wir geben den alternativen Drogen- und Suchtbericht Mitte Juli heraus. Auch dort wird es einen Abschnitt geben zu Steuer und Gesundheit. Neue Publikationen zu Tobacco Harm Reduction in dieser schon bekannten Reihe, in der wir auch den Ratgeber zu E-Zigaretten veröffentlicht haben und immer wieder versuchen, Zwischenbilanzen zu ziehen. Das sind meine Kontaktdaten. Ich freue mich sehr über Ihre Aufmerksamkeit. Das Ganze wird auch nochmal von Simon Bauer ins Netz gesetzt und auch ist mitgeschnitten worden. Da können Sie vieles auch noch nachlesen. Auf unserer Webpage werden Sie auch die Vorträge sehen können. Auch das ist wichtig. Und ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Alles Gute Ihnen.